Du lernst, wie du den Wert von SEO und Content-Investitionen so kommunizierst, dass alle ganz heiß drauf sind. Viel Spaß! Das ist Teil 1 einer mehrteiligen Serie über Business Skills als Bild in deinem Kopf. Es ist die Spitze der Pyramide oder der strategische Ansatz. Woran scheitert es jetzt bei SEO und Content-Investitionen oder Unternehmungen in der Praxis? Es ist jetzt egal, ob das kleinere Unternehmen sind, Mittelständler oder große Konzerne, es ist immer der Durchsatz. Es wird zu wenig in einem bestimmten Zeitraum gemacht, um ausreichende Ergebnisse zu sehen, um Momentum aufzubauen, um zu zeigen, was eigentlich da der gigantische Wert hinter dem Ganzen ist. Und die Gründe dafür sind vielerlei. Ganz oft, es ist einfach zu wenig Budget, Marketingbudget vorhanden für Externe, es sind in-house zu wenig Ressourcen. Ganz viele große Unternehmen haben eine Person, die halbtags irgendwas im Content macht. Es hat keine Priorität, die Leute haben keine Zeit für das Thema, weil sie zu viele Channels machen und so weiter. Oder Widerstände unterschiedlicher Art. Das kann sein von sehr veraltete Sichtweisen auf SEO. Heutzutage SEO ist einfach Nutzerzentrierung und Nachfrage ist das Zentralste für jedes Unternehmen, was die nächsten 10 Jahre überstehen will. Aber es wird noch gesehen mit Keywords in einen Text einbauen und so weiter. Wenn man das jetzt alles zusammenfasst und den Hintergrund betrachtet, worum geht es da überall? Es wird der Wert von diesem Channel oder von diesen Maßnahmen wird nicht gesehen. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Das ist nicht so, die sind dumm oder bla bla bla, sondern sie haben einfach den Wert nicht verstanden und dementsprechend hat es keine Priorität. Jeder ist so. Und wir im SEO- und Content-Bereich sind meiner Meinung nach unvorstellbar schlecht darin, den Wert von unserem Thema zu kommunizieren. Wir sind extrem gut, die Details zu kommunizieren und die Leute damit zu nerven. Wir sind schlecht darin zu sagen, hey, das bringt dir das, also das ist Hammer, sollst du unbedingt machen, weil. Und wir Marketer, und da zähle ich einfach Content und SEOs und so weiter rein, ich weiß, SEOs haben technische Aspekte, ist fair enough, für die gilt aber genau das Gleiche. Wir verstehen häufig User, nicht immer, aber häufig, aber bei Unternehmen, Entscheidern und anderen Abteilungen happert es oft. Also wir nerven Leute mit Details, wir wenden uns mit kleinteiligen Ansichten an Entscheider, die aber das große Ganze sehen wollen, die SEO größer denken wollen, die das im Gesamtkonzept verankern wollen und so weiter. Und da gibt es einen genialen Quote, den liebe ich vom Adam Goyette. Ich empfehle jedem, diesen Newsletter zu abonnieren. The problem isn't that your CEO doesn't get marketing, as many marketers love to lament. The problem is they care about how marketing is impacting revenue and you are making that impossible to understand or even worse, hiding from it. Und wir als Branche sind bekannt für das. Wir wollen nur an Traffic, und das ist noch irgendwie logisch gemessen werden, oder noch wichtiger an super abstrakten Sichtbarkeitsindex, den niemand versteht, nicht mal wir wirklich verstehen, und daran wollen wir gemessen werden. Und dass das ein CEO, vor allem bei einem größeren Unternehmen, null interessiert, ist ja doch glasklar. Wir müssen immer, wenn wir Investitionen haben wollen für einen so wichtigen Channel, je nach Ebene, je nach Person, je nach Aufgabe dieser Person, uns überlegen, was bringt dieser Person das und warum sollte diese Person das machen. Und das ist unterschiedlich, wenn wir mit einem Online-Marketing-Manager reden, wenn wir mit einem Marketingleiter sprechen, wenn wir mit einem CMO sprechen, wenn wir mit einem CEO sprechen. Wir müssen uns überlegen, was ist der Sinn, was ist jetzt für diese Person wichtig und was sind sinnlose Details? Was muss diese Person wissen, um eine gute Entscheidung zu treffen? Und ein Schema, was ich in diesem Kontext liebe, ist vom Alex Hormozi aus seinem Buch 100 Million Dollar Leads. Sehr empfehlenswert, ist sehr amerikanisch, also nicht für jeden das Richtige, aber für Leute, die mit der amerikanischen Kultur zurechtkommen, ein sehr, sehr wertvolles Buch. Und die Formel läuft so, seht ihr Traumergebnis mal wahrgenommene Erfolgswahrscheinlichkeit.
dividiert durch Zeitverzögerung mal Aufwand ist Wert. Und wir müssen uns immer überlegen, passend zur Person, mit der wir kommunizieren, wie diese Formel sich zusammensetzt. Das heißt, zum Beispiel, sagen wir mal weiter oben auf Geschäftsführungsebene, das Traumergebnis ist einfach, wir zeigen mal auf, okay, wie viel Potenzial ist in diesem Markt, okay, was ist der gesamt verfügbare Suchmarkt, wie groß ist es, was wäre das Traumergebnis, was ist hier möglich potenziell zu erreichen. Es geht nicht darum, das ist, was wir garantiert erreichen, das ist auch nicht wie CEOs denken, aber hey, das ist das Potenzial. Dann die wahrgenommene Erfolgswahrscheinlichkeit. Wir müssen für diese Person nachvollziehbar zeigen, was ist die Strategie und der Plan dorthin. Und es muss für diese Person nachvollziehbar sein, damit die Person das Gefühl hat, okay, die Erfolgswahrscheinlichkeit ist hoch. Dann, wenn wir Zeitverzögerung betrachten, kennen wir im SEO-Bereich sehr gut. Wir müssen uns überlegen, okay, Zeitverzögerung, ist es schlau, in einem großen Konzern vielleicht ein kleineres Projekt anzugehen oder ein fokussierteres Projekt, wo wir schnell Ergebnisse liefern können, versus wir machen SEO über die gesamte Webseite, weil so können wir die Zeitverzögerung reduzieren und somit den Wert erhöhen. Und dann haben wir Aufwand. Aufwand können wir letztendlich nicht beeinflussen. Natürlich können wir es dahingehend beeinflussen, dass wir, wenn es Quick Wins gibt, Quick Wins umsetzen. Das ist auch das, je weiter du raufkommst, ist es in der Regel, jeder will natürlich Quick Wins. Aber das ist eine Formel, die ich in meinem gesamten Leben anwende und die einfach unglaublich wertvoll ist, die eigene Denkweise für andere Personen zu übersetzen. So. Und so können wir zum Beispiel dann auch der Geschäftsführung zeigen, wie die Investition Content den Umsatz beeinflusst, weil wir können, keine Ahnung, wir haben einen Contentplan ausgearbeitet in Kombination mit einer Keyword Map und dann sehen wir, okay, das Potenzial, der Suchmarkt ist so groß, das ist der potenzielle Traffic Value, der hier zu holen ist und der Wert für unser Unternehmen ist wahrscheinlich noch höher. Wenn wir historische Daten haben, ist es noch leichter, weil dann können wir basierend auf organischen Traffic ungefähr sagen, okay, mit so viel organischen Traffic von diesem Typ so weit im Funnel haben wir ungefähr so eine Conversion Rate und damit können wir sehr gute Prognosen ausarbeiten und natürlich kommunizieren wir das als Prognose und nicht dann, das ist garantiert, wie es ist, aber wir müssen besser darin werden zu prognostizieren, weil sonst werden wir kein Budget kriegen. So. Und so kriegen wir auch ein System, wo es, jetzt ist SEO voll oft so, die Marketingabteilung, da sitzt jemand, dem ist SEO voll wichtig, aber je weiter du drauf kommst, ist SEO nicht so wichtig, dementsprechend ist das SEO-Budget immer zu klein. Wenn wir das so kommunizieren, nämlich wirklich knüpfen an Unternehmensziele und Strategic Objective, so verfolgen plötzlich alle von oben nach unten ein gemeinsames Ziel. Plötzlich ist Budget kein Thema mehr. Plötzlich ist SEO auch für den Marketingleiter ein Thema oder Content oder was auch immer, weil alle unter einem Dach denken, basierend auf Unternehmensziele und das alle ableiten. So, wie schaffen wir das jetzt konkret? Das ist eine sehr gute Frage. Darum wird es in der nächsten Folge gehen, wenn wir uns ganz genau im Detail anschauen, wie wir das so ausarbeiten, dass Entscheider wirklich verstehen, warum diese Investition ihre Zeit und den Aufwand wert ist. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.